Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um den Cold Case von Frauke Liebs. Ich denke, jeder kennt diesen Fall, von daher werde ich ihn einmal kurz zusammenfassen und nicht auf jedes Detail eingehen. Viele von euch hatten sich ja mal gewünscht, dass ich ein Video zu diesem Fall mache. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ja einmal ein Update zu diesem Fall gepostet und im Prinzip gibt es jetzt keine richtigen Neuigkeiten, aber ich bin oftmals eben darauf angesprochen worden, alleine wegen des Podcasts vom Stern und wie denn meine Einschätzung zu diesem Fall ist. Also wie schon gesagt, ich habe den Fall in Anführungsstrichen relativ knapp dargestellt, habe dann einmal eine Analyse aus einer Zeitung oder aus dem Stern entnommen von einer Psychiaterin, die auch in dem Höxter-Fall zuständig war. Und dann habe ich mir natürlich auch noch mal ein bisschen aus diesem Podcast angehört vom Stern. Vorab kann ich jedem empfehlen, der sich für diesen Fall interessiert, hört ihn euch einmal an. Es gibt dort richtig viele Einblicke. Und was ich dann festgestellt habe, direkt wieder in den ersten Minuten, dass Aktenzeichen Y eigentlich eine sehr relevante Stelle meiner Meinung nach komplett falsch dargestellt hat. Aber dazu kommt am Ende des Videos. Das werde ich euch einmal noch komplett erklären, was ich da mal wieder zu bemängeln habe. Es gibt zu diesem Fall noch viele unterschiedliche Podcasts und Videos. Wenn ihr an dem Fall sehr interessiert seid, schaut euch auch ruhig mal andere an, also andere Podcasts oder Videos dazu, weil ich denke, keiner von uns kann alle Fragmente zu diesem Fall in einem Video unterbringen. Ich bin jetzt gerade am Beginn des Einsprechens von dem Fall und ich denke mal, dass dieses Video irgendwo zwischen 30 und 45 Minuten lang werden wird. Und das Besondere an diesem Fall ist einfach, dass Frauke von dem Zeitraum der Entführung bis zur Tötung mehrere Tage festgehalten wurde und dann währenddessen sogar unter Aufsicht telefonieren durfte und SMS verschicken durfte. Aber fangen wir am besten einmal an mit dem Fall. Ich beginne zuerst einmal wie üblich mit der Darstellung von Aktenzeichen Y. Frauke lebte mit ihrem Ex-Freund zusammen, mit dem sie zuvor eine 5-jährige Beziehung hatte. Die Trennung fand vermutlich im Februar 2005 statt und im gleichen Jahr, im Oktober, entschieden die beiden zusammen eine Wohnung in Paderborn zu nehmen, da Frauke begonnen hatte, eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Die beiden waren nach der Trennung Freunde geblieben. Ihr Freund heißt Christos Karaolis, und also ihr Ex-Freund, und er studierte Englisch und Geschichte. In dem Podcast spricht er davon, dass die beiden schon während der Beziehung nicht nur in einer Beziehung waren, sondern auch damals schon beste Freunde. Christos erzählt dann in der Aktenzeichen Y-Sendung, dass Frauke sehr gerne im Internet unterwegs war, dort gerne chattet und viele Kontakte hatte. Allgemein hatte sie eine sehr soziale Ader und hatte bereits eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Um sich ein zweites Standbein aufzubauen, begann sie die Ausbildung zur Krankenschwester in der Krankenpflegeschule im St. Vinzenz Krankenhaus in Paderborn. Am 20. Juni 2006 war Frauke bis 15 Uhr im Unterricht. Nach Unterrichtsschluss war Frauke dann zusammen mit Christos und ihrer Mutter zum Essen verabredet. An diesem Abend sah Fraukes Mutter und dann auch Christos Frauke zum letzten Mal. Die drei verbrachten wohl einen sehr schönen Abend zusammen und im Laufe des Abends erhielt Frauke dann eine SMS, die das Gespräch unterbrochen hat. Eine Freundin, dürfte sich dabei um Isabella handeln, fragte an, ob sie nachher im Pub zusammen das Fußballspiel schauen wollten. Gegen 21 Uhr haben Fraukes Mutter und Christos Frauke dann beim Pub abgesetzt. Christos wollte nicht mit, da er noch etwas für die Uni tun wollte. Danach fuhren Fraukes Mutter und Christos zur Wohnung von Christos und Frauke zurück. Und dort bemerkte er, dass er keinen Schlüssel dabei hatte. Deswegen musste er dann noch einmal zurück zum Pub
also Fraukes Mutter, hat ihn dann gefahren, um den Schlüssel von Frauke zu holen. An diesem Abend war es wohl sehr voll in dem Pub und Frauke hatte gute Laune und war insgesamt sehr gut drauf. So beschrieb Christos sie auf jeden Fall später, beziehungsweise die Situation. Frauke verbrachte dann den ganzen Abend mit ihrer Freundin und Bekannten im Pub. An diesem Abend lief im Pub das WM-Spiel Schweden gegen Großbritannien. Frauke war nicht sonderlich am Fußballspiel interessiert und überwiegend tauschte sie da mit Freunden SMS über ihr Handy aus. Aber plötzlich war der Akku von Fraukes Handy leer. Die Freundin Isabella nahm dann ihren Akku aus dem Handy und hat ihn Frauke geliehen. Etwa gegen 23 Uhr hat sich Frauke dann auf den Heimweg gemacht. Den Akku, den sie von ihrer Freundin geliehen hatte, gab sie ihr zurück. Vom Pub hat sie einen Fußweg von ca. 20 bis 30 Minuten zurück nach Hause. Die Länge der Strecke beträgt etwa 1,2 Kilometer. Die Wohnung war in der Borchener Straße 56. Bei dem Pub handelte es sich um den Pub The Old Triangle in der Paderborner Libori-Galerie. Diesen Pub gibt es übrigens heute immer noch. Frauke wollte deswegen so früh los, da sie keinen Schlüssel mehr hatte. Und diesen hatte sie ja Christos gegeben und sie wollte jetzt nicht, dass er jetzt so lange auf sie warten muss. Nachdem Frauke bereits den Pub verlassen hatte und Christos zu Hause wartet, erhielt er eine SMS um 0:49 Uhr. Und zwar wurde diese aus dem Bereich Nieheim versendet. Dies konnte anhand der von ihrem Handy verschickten SMS nachvollzogen werden. Die SMS hatte folgenden Text: Komme später, Spiel war lustig, nicht gegen England. HDGDL. Dann bis später. Christos war natürlich etwas verärgert, da er eigentlich mittlerweile schlafen wollte. Fassen wir die Situation nochmal kurz zusammen. Also gegen 23 Uhr verlässt Frauke den Pub, weil sie keinen Schlüssel hat und Christos nicht so lange aufbleiben muss. Um 0:49 Uhr, also dann mittlerweile am 21.06., verschickt sie einen SMS, dass sie später kommt, dazu aus dem Bereich Nieheim. Nieheim ist ca. 31 Kilometer entfernt von Paderborn. Und zwar, wenn man die Strecke mit dem Auto über die L755 nimmt. Weitere sehr interessante Frage ist natürlich, wie konnte Frauke ihr Handy aufladen? Oder wie kam sie an einen frischen Akku? Damals gab es noch keine Powerbank, also entweder hat ihr jemand nach dem Verlassen des Pubs einen frischen Akku gegeben, oder sie hat eine Möglichkeit zum Aufladen bekommen. Muss sich also in einem Haus oder in einer Wohnung befunden haben. Also hat sich jemand vom Pub nach Nieheim gefahren. Die Strecke würde nämlich zu Fuß ca. 6 Stunden dauern. Alternativ wäre die Strecke mit dem Fahrrad noch knapp unter 2 Stunden zu meistern, was passen würde zu dem Verlassen des Pubs und dem Absenden der SMS. Obwohl es zeitlich hinkommen würde, macht es aber absolut keinen Sinn. Versendet wurde diese SMS dann über die Funkzelle Nieheim-Entrup. Und Nieheim liegt übrigens im Kreis Höxter. Christos entschied sich dann bis 3 Uhr wach zu bleiben, um auf Frauke zu warten. Warum bis 3 Uhr? Ich denke, dafür gibt es keine Erklärung. Ich meine, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man sagt, bis so und so viel Uhr warte ich noch. Aber aufgrund von der Qualität der Darstellung bei Aktenzeichen XY ist es durchaus fraglich, ob es überhaupt so war, dass Christos geplant hatte, bis 3 Uhr zu warten. Denn dann kommt schon die Szene, die ich gerade am Anfang schon bemängelt habe und am Ende des Videos nochmal genau ausführen werde. Am nächsten Tag wollte Christos gegen 13 Uhr zur Uni. Und dann rief die Mutter von Frauke an. Sie wollte wissen, ob Frauke noch zu Hause ist, denn der Schulleiter der Pflegerschule hatte angerufen, dass Frauke heute nicht zur Schule gekommen sei. Als er das Zimmer von Frauke betritt, stellt er fest, dass Frauke nicht da ist.
Und dann fällt ihm ein, dass sie auch gar nicht da sein kann, da sie ja keinen Schlüssel hat. Jetzt fängt natürlich jeder an zu überlegen. Also, er wusste, dass Frauke keinen Schlüssel hatte. Er legt sich schlafen und wundert sich nicht, dass Frauke ihn nicht aus dem Bett geholt hat, um in die Wohnung zu kommen. Und da hatte ich schon dann direkt angemerkt, okay, die Szene bei Aktenzeichen Y kann sich so abgespielt haben, muss aber nicht. Vielleicht hat Christos sich auch gedacht, dass Frauke einfach bei jemandem anderen übernachtet hat, um ihn nicht so spät zu wecken. Am 21. Juni gegen 14 Uhr erstattete dann Fraukes Mutter Vermisstenanzeige auf der Polizeiwache in Bad Driburg. Da Frauke von ihrem Umfeld als gewissenhaft und zuverlässig beschrieben wurde, ging die Polizei von einer Gefahrenlage aus. Bereits am nächsten Tag wurde über Fraukes Verschwinden im Fernsehen berichtet. Am 22. Januar gegen 22:30 Uhr, genauer gesagt um 22:25 Uhr, ging ein Anruf bei Chris über die Funkzelle Paderborn Sennerlara, Ortsteil Dreihausen ein. Inhalt des Anrufs von Frauke: Hi Christos, ich wollte euch nur sagen, dass es mir gut geht. Christos daraufhin: Wo bist du? Wann kommst du? Daraufhin sagte Frauke: Sag Mama, Papa und den anderen Bescheid. Christos wieder: Wo bist du? Und danach wurde das Gespräch von Frauke beendet, beziehungsweise von Fraukes Telefon aus beendet. Christos ruft daraufhin bei Fraukes Mutter an und berichtet von dem Anruf. Sie hatte in dem Telefonat irgendwie komisch, irgendwie gequält und müde geklungen. Was ihm dabei komisch vorkam, war, dass Frauke ihn Christos nannte. Das machte sie sonst nie. Man nannte ihn sonst immer Chris oder Chrissy. Frauke hat sich dann fast jeden Tag gemeldet. In den Telefongesprächen hat sie sehr benommen gewirkt und konnte nicht wirklich auf Christos Fragen antworten. Christos wurde aus den Telefongesprächen mit Frauke nie schlau. Also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass Frauke gefangen gehalten wurde. Sie muss betäubt oder anderweitig unter Drogen gesetzt worden sein. Dies erklärt ihre verschlafene Art bei den Telefonaten. Die Telefonate und die SMS wurden von verschiedenen Funkzellen ausgeführt. Hier besteht der Verdacht, dass der Täter oder vielleicht auch die Täter zu den Zeiten, wenn eine SMS versendet wurde oder angerufen wurde, mit Frauke herumgefahren sind. Sie muss sich aber zumindest bei den Anrufen in einem absolut stillen Gebiet gefunden haben, da Christos keine Außengeräusche wahrnehmen konnte. Es tauchte immer wieder die Frage auf, warum die Anrufe nur bei Christos erfolgten. Ich vermute mal, dass Frauke nur eine Rufnummer zur Kontaktaufnahme wählen durfte. Vermutlich hatte Fraukes Mutter auch kein Handy. Ob sie die erste SMS freiwillig oder unfreiwillig geschrieben hat, lässt sich schwer erklären. Aber dies erfolgte bereits im Beisein des Täters. Da sie die erste SMS an Christos senden musste, um zu erklären, warum sie später kommt, ist es dann wohl im Laufe der Zeit bei dieser Nummer geblieben und der Täter hat ihr nicht erlaubt, eine andere Nummer zu nutzen. Warum ruft sie immer wieder an oder schickt SMS? Der Täter möchte, dass das Umfeld beruhigt ist und denkt, dass Frauke sich eventuell nur eine Auszeit genommen hat und bald zurückkommt. Aber was hat er mit ihr getan in dieser Woche? Er hat einen Plan gehabt. Er hat diesen umgesetzt, bis er Frauke tötete. Es ist natürlich die Frage, ob er mit diesen Anrufen oder SMS einfach nur das Umfeld beruhigen wollte und vielleicht etwas mehr Zeit gewinnen wollte oder ähnliches. Oder ob ihm das vielleicht auch einfach ein Machtgefühl gegeben hat. Dass er alles so unter Kontrolle hat, dass er sie mit ihrem Umfeld telefonieren lässt, sie aber nichts verrät. Und ihm dies vielleicht sogar nochmal etwas mehr Spaß bereitete. Am Freitag, den 23.06. um 23:04 Uhr erfolgte eine SMS mit folgendem Inhalt: Ich komme heute zurück nach Hause. Bin in Paderborn. HDGDL. Versendet im Bereich der Funkzelle Paderborn, Gewerbegebiet Dören.
Um 23:06 Uhr, also 2 Minuten später, erfolgt dann aus dem Bereich der gleichen Funkzelle am 23.06., also gleicher Tag und praktisch 2 Minuten nach der SMS, ein Anruf. Und der Text war sinngemäß: Frage an Frauke von Christos: Wo bist du? Was machst du? Wann kommst du nach Hause? Antwort von Frauke sinngemäß: Komme nach Hause, auch nicht zu spät. Bin in Paderborn, frag nicht. Komme nach Hause. Am Dienstag, dem 27.06. um 23:24 Uhr erfolgte dann der letzte Anruf. Und bei diesem Anruf, da durch Zufall auch die Schwester von Frauke anwesend. Und das war dann auch Christos Glück im Endeffekt. Aber dazu komme ich gleich auch nochmal. Frauke: Hallo Chrissy. Dann sagt sie sinngemäß, dass es ihr gut geht. Christos fragt: Wo bist du? Frauke: Das kann ich dir nicht sagen. Christos: Komm doch nach Hause. Frauke: Das geht nicht. Christos: Warum denn nicht? Frauke: Das kann ich dir nicht sagen. Christos: Wirst du festgehalten? Frauke: Ja. Nein, nein. Christos: Hast du Angst? Frauke: Nein. Christos: Wer ist bei dir? Frauke: Kann ich dir nicht sagen. Und das war dann das letzte Telefonat bzw. auch die letzte Nachricht von Frauke. Am 4. Oktober 2006 wurde Frauke dann tot aufgefunden. Der Fundort von Fraukes Leichnam lag gleich an der L817 im Kreis Lichtenau, nur etwa 10 Meter entfernt von der Straße. Der Ort ist im Nachhinein aus Tätersicht ideal gewählt. Er liegt an einer wenig befahrenen Straße, nur zu Pendlerzeiten fahren hier regelmäßig Autos vorbei. Am späten Abend oder nachts herrscht Einsamkeit und Finsternis. Das nächste Dorf, Hebramwald, das nur aus ein paar Dutzend Häusern besteht, liegt etwa 1,3 Kilometer entfernt. Der zweite Vorteil aus Tätersicht: An dieser Stelle existiert ein kleiner Forstweg, kaum breiter als ein Auto, in das er sein Fahrzeug setzen konnte. So konnte er seinen Plan durchziehen, ohne tief in den Wald hineinzulaufen. Im Grunde musste er nur einmal abbiegen, dann bleiben zwischen Auto und der Kuhle unter den Fichten, in dem er Frauke fand, noch wenige Meter. Der Leichnam war etwas mit Reisig bedeckt. Viel Zeit hat sich der Täter offenbar nicht gelassen. Der dritte Vorteil des Ortes: Damals befand sich an dieser Stelle der Straße ein dichter Fichtenwald. Einmal in diesen Forstweg eingebogen, verschwindet das Fahrzeug eben aus dem Sichtfeld vorbeifahrender Autos, wobei nicht einmal sicher ist, ob es überhaupt vorbeifahrende Autos gab. Stellt sich natürlich die Frage: Kannte der Täter diesen Ort? Wusste der Täter, dass das Waldstück auch den Namen Totengrund trägt? Denn die Einheimischen haben sich erzählt, dass vor langer Zeit, als dort noch keine Fichten, sondern Birken und Eichen wuchsen, an dieser Stelle die Gräber zahlreicher Toter lagen. Fraukes Leichnam wurde dann in die Münsteraner Rechtsmedizin gebracht und dort konnte festgestellt werden, dass Fraukes Zungenbein intakt war, was dafür sprach, dass sie nicht erdrosselt worden war. Es ist aber möglich, dass der Täter sie erstickte. An den Knochen konnten keine Spuren grober Gewalt gefunden werden. Auch kein Anzeichen dafür, dass der Täter sie mit einer Schusswaffe oder einem Messer tötete. Drohungen waren ebenfalls nicht nachweisbar. Ausgeschlossen werden können sie aber nicht, zumal K.O.-Tropfen schnell abgebaut gewesen wären. Die Ermittler fanden keinen Hinweis auf einen sexuellen Missbrauch, können diesen aber auch nicht ausschließen. Am Auffindort inspizieren Kriminaltechniker alle Gegenstände, die sie finden konnten. Mehrere Dinge, die Frauke bei sich hatte, fehlten. Ihr Handy, ein Nokia 6230, eine Armbanduhr der Marke Fossil, ihre schwarze Handtasche und ihre EC- und Gesundheitskarte. Also ich vermute mal, dass der Täter diese Sachen behalten hat,
als Erinnerung, als Trophäe an diese Tat. Was sie dagegen noch immer am Körper trug, eine Halskette mit einem Kreuz. Fraukes Familie kannte sie nicht. Lange fragten sich Fraukes Angehörige und auch ihr Freundeskreis, woher dieses Kreuz stammte, ob es sogar vom Täter stammen könnte. Doch die Polizei konnte über Fotos ermitteln, dass Frauke das Kreuz bereits zuvor getragen hatte. Für Fraukes Mutter könnte das Kreuz dennoch eine Bedeutung besitzen. Ich glaube nicht, dass es der eiskalte, berechnete Täter ist, den das völlig kalt lässt, was da geschehen ist, sagt sie. Alle Dinge wurden ihr abgenommen, mit Ausnahme dieses Kreuzes, das Frauke unter ihrem T-Shirt trug. Das lässt mich nachdenklich werden, ob es nicht ein Täter ist, der irgendwo auch ein Gewissen hat, dass er ihr das Kreuz gelassen hat, und sei es als christliches Symbol in der Sterbesituation. Am 22. November 2022 gab es einen Artikel im Stern, und zwar ging es da um die Psychiaterin Nahla Saimeh. Sie ist eine forensische Psychiaterin und seit mehr als 20 Jahren therapiert und begutachtet sie schwere Straftäter und gehört zu den renommiertesten Gerichtspsychiatern des Landes. Ihr bekanntester Fall? Das Paar aus dem Horrorhaus in Höxter, das über Jahre Frauen gefangen hielt, diese folterte und 2 von ihnen auch ermordete. Und für den 13-teiligen Stern-Podcast Frauke liebt's, die Suche nach dem Mörder, hat Nahla Saimeh die Umstände des ungeklärten Mordes an Frauke Liebs analysiert. Frauke, damals 21, wurde ja 2006 während der Fußball-WM entführt und mindestens eine Woche lang gefangen gehalten. In dieser Woche meldete sie sich immer wieder per Handy bei ihrem Mitbewohner und Ex-Freund. Sie telefonierte auch mit ihrem Bruder und ihrer Schwester. Sie klang benommen, ihre Stimme verschwommen. Aber Frauke verriet nicht, was los war. Monate später fand man ihre Leiche in einem entlegenen Wald. So, und dann wurde sie gefragt, was ist das Ungewöhnliche im Fall Frauke Liebs? Sie antwortet darauf, dass eine junge Frau verschwindet und nicht mehr auftaucht, das kenne ich. Aber das spezielle Detail, dass das Opfer noch über einen längeren Zeitraum mit dem Familienumfeld telefoniert und sich am Ende ja telefonisch bei ihrer Familie verabschiedet und zu erkennen gibt, dass es in einer ausweglosen Situation ist, das ist ganz außergewöhnlich. Das hat sich bei mir sehr tief eingebrannt. Ja, und ich denke mal, dass das auch natürlich dieses Fallmerkmal ist, weswegen sich jeder an diesen Fall erinnert. Dann wird sie gefragt, was das über den Täter aussagt, dass es diese Anrufe gegeben hat. Sie sagt daraufhin, dass es jemand ist, der sich was traut, das Opfer Kontakt nach außen aufnehmen zu lassen und sich trotzdem so sicher zu sein, dass er nicht gefasst wird. Das zeugt von großer Kontrolle, Dominanz, Selbstsicherheit, aber auch von einer akribischen Durchdachtheit. Da wird sie gefragt, was sie glaubt, warum er denn hat Frauke anrufen lassen. Sie sagt, Frauke Liebs hat ihm womöglich gesagt, hör mal, jetzt machen die Leute sich Sorgen. Ich muss mal eben was von mir hören lassen. Vielleicht hat Frauke dem Täter auch signalisiert, dass es für ihn als Täter von Vorteil ist, wenn sie jetzt mal eben eine Nachricht absetzt, damit nicht unnötig viel Beunruhigung erzeugt wird und der Täter nicht unter Druck kommt. Der Täter könnte das für sinnvoll erachtet haben. Vielleicht wurden sich die beiden an dieser Stelle auch einig. Dann wird sie als nächstes gefragt, wie kann man als Täter das Risiko eingehen, die Frau, die man gefangen hält, anrufen zu lassen. Sie antwortet darauf, wenn ich mir meiner Sache sicher genug bin, kann ich das Risiko abschätzen. Der Täter war sich womöglich sicher, dass Frauke ihn nicht verraten würde. Entweder weil sie es nicht konnte oder weil sie sich nicht trauen würde. Möglicherweise gehörte das Telefonieren auch zu seinem Spiel. Das hatte ich ja vorhin schon vermutet, dass dieses Telefonieren, dieses Aufnehmen lassen zur Außenwelt für ihn vielleicht wirklich nochmal dieses Machtgefühl verstärkt und es ihm einfach Freude bereitet. Ja, und dann wird sie halt nochmal gefragt, wie sie das meint mit dem Spiel.
Und sie sagt dazu, vielleicht hat er es genossen, sich auf diese Weise seiner Macht und seiner totalen Beherrschung der Situation vergewissern zu können. Diese Macht kann ich als Täter still für mich genießen, ohne Zeugen. Aber das ist ja gewissermaßen Dominanz für Anfänger. Interessant wird es ja, wenn ich das so inszeniere, dass andere Leute daran teilhaben und im Grunde in die gleiche Hilflosigkeit hineingezogen werden, in der sich das Opfer bei mir vor Ort auch schon befindet. Und das hat er mit den Anrufen erreicht. Dann wird sie gefragt, so wie Sie es beschreiben, klingt es nach einem Täter, der diese Tat kaltblütig geplant hat. Sie sagt, ich vermute, der Täter hatte das Tatszenario lange im Kopf. Er wusste, was er wollte, eine Frau gefangen halten. Ich gehe davon aus, dass Frauke eher ein Zufallsopfer war. Dass er sie vielleicht flüchtig kannte, mehr aber nicht. Und dann die nächste Frage war, viele aus Fraukes Umfeld vermuten, dass Frauke mit dem Täter erst freiwillig unterwegs war. Dass es dann womöglich zu einem Übergriff kam und er sie danach nur festhielt, weil er fürchtete, sie würde ihn verraten. Sie antwortet darauf, bei dem, was der Täter an Vorbereitung gebraucht hat, halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Wenn der Täter da reingestolpert wäre, hätte er sich nicht getraut, immer wieder Frauke Kontakt aufnehmen zu lassen. Er ist eine Menge unnötiger Risiken eingegangen, indem er mit Frauke immer wieder in einem Fahrzeug unterwegs war, um sie aus verschiedenen Ecken rund um Paderborn anrufen zu lassen. Das macht ein Täter meiner Meinung nach nur, wenn er sich seiner Sache sehr sicher ist. Dann so eine Art Fragestellung an Sie. Er muss sich sehr unauffällig verhalten haben für sein Umfeld. Sie sagt daraufhin, er ist sicherlich kein Täter, der in der Öffentlichkeit durch irgendeine Art von Nervosität auffällt. Der ist so unauffällig, dass der im Grunde gewissermaßen unsichtbar ist. Es gibt ja so Leute, die kommen in den Raum rein und man hat den Eindruck, da ist gar keiner. Dann wird sie gefragt, ob sie es für vorstellbar hält, dass der Täter diese Woche der Entführung nach außen hin völlig unverdächtig gelebt hat. Sie sagt daraufhin nur, davon bin ich überzeugt. Sie wird dann weiterhin gefragt, ob das überhaupt ein Mensch schafft, jemand gefangen zu halten und dennoch in anderen Momenten in dieser Woche völlig normal zu wirken. Sie sagt, natürlich, wenn ich mir meiner Sache sicher bin, gibt es keinen Grund für Nervosität. Und es gehört mit zum Spiel, dem Reiz, Backstage eine Situation zu haben und eine Verfügungsgewalt zu haben, von der die Leute vor dem Bühnenvorhang gar nichts wissen. Auf die Frage, welches Täterprofil sie für wahrscheinlich hält, sagt sie, sie würde von einem männlichen Täter ausgehen, der aber nicht älter als 45 ist. Auf die Frage, warum? Sie meint, erstens nimmt die allgemeine Kriminalität mit 45 Jahren deutlich ab. Zweitens ist die Psychodynamik, eine junge Frau in der eigenen Verfügungsgewalt zu haben und das als besonderen Machtkick für sich zu erleben, eher ein Thema der jüngeren Männer. Dann wird sie noch gefragt, was sie sonst noch vermuten würde. Sie sagt, es ist jemand, der ruhig ist, nicht impulsiv. Sonst wäre er doch irgendwann aufgefallen. Er kann sehr gut planen und strukturieren. Folglich würde ich eher vermuten, dass er intelligent ist, also sicherlich ein normal intelligenter, bis eher überdurchschnittlich intelligenter Mensch. Sie wird dann gefragt, was seine Tat über seine Lebensumstände aussagt. Und sie sagt daraufhin, er ist jemand, der offenkundig viel Zeit hatte. Er hatte längere Phasen, in denen er keiner sozialen Kontrolle unterworfen war. Sonst wäre er ja aufgefallen. Ich würde daher eher vermuten, dass er ledig ist. Er könnte aber auch verheiratet sein und einen Job haben, der es ihm ermöglicht, freie Zeiten ohne Verdachtsmomente zu verbringen. Nur als Beispiel, ein LKW-Fahrer kann weg sein und seinem Umfeld leicht die Legende servieren, er sei auf einer Tour, den vermisst keiner. Dann die nächste Frage war, Sie begutachten die Menschen nach ihrer Tat, erleben, was diese bei ihnen hinterlassen hat. Was glauben Sie, was geht in so einem Menschen 16 Jahre später vor? Sie sagt, das ist unterschiedlich. Theoretisch könnte es sogar sein, dass der Täter irgendwann selbst ein Geständnis ablegt.
Ich habe auch einen Täter gesprochen, der ein Tötungsdelikt gestanden hat, das ihm damals niemals zugeordnet worden wäre. Er war nicht vorbestraft. Es gab von ihm keine Spur in der Gendatei. Der Täter hätte diese Tat oder diese Tötung mit ins Grab nehmen können. Aber er hat ein Tötungsdelikt gestanden, das auch nach über 20 Jahre her war. Auf die Frage, was ihn dazu gebracht hat, antwortet sie: Er war in seinem Leben an einem Punkt angekommen, an dem er für sich keine Perspektive mehr hatte und sich dachte, naja, dann kann ich jetzt auch in den Knast gehen. Dann habe ich ein ruhiges Leben und bin versorgt. Eine Sackgassensituation. Es gibt aber auch Täter, die einen Schlussstrich ziehen und sagen, das ist lange her, ich kann mich auch nicht 16 Jahre und noch länger mit einem Mord befassen, den ich mal begangen habe. Also schwamm drüber. Auf die Frage, ob das geht, antwortet sie: Es gibt einen Film über Forensikpatienten, wo ein mehrfacher Serienmörder gefragt worden ist, ob man das vergessen kann, dass man Frauen umgebracht hat. Und da sagt er ganz flapsig, ja, das kann man. Es gibt andere Leute, wenn ich mit denen über das Töten spreche, dann passiert dort etwas, da wird die Stimme brüchig, die Leute werden kaltschweißig, reagieren psychovegetativ. Man merkt daran, dass es ein unangenehmes Erlebnis war für diese Person. Dann wird sie gefragt, ob es vorstellbar ist, dass Fraukes Mörder ein völlig normales Leben führt. Sie sagt, es kommt ja immer dieser Satz, wir hätten das von unserem Nachbarn nicht gedacht. Aber da muss man mal sagen, ja, was denke ich denn von meinem Nachbarn? Was soll der denn machen? Soll der irgendwie ständig auf einem Bein hüpfen oder was? Das kann man Leuten nicht ansehen. Die Frage, er könnte einen Beruf und eine Familie haben, sozial integriert sein? Wenn jemand so etwas tut, würde ich eher vermuten, dass er beziehungsgestört ist, so dass ich jetzt nicht von einer stabilen Ehe und Familie ausgehen würde. Aber ausgeschlossen ist das nicht. Hier in Nordrhein-Westfalen gab es mal den sogenannten Rhein-Ruhr-Ripper. Der war verheiratet und Vater einer Tochter. Auf die Frage, was könnte einen solchen Täter noch dazu bringen, sich zu stellen? Daraufhin sagt sie, die meisten Leute, die etwas Ungewöhnliches im Leben getan haben, und jetzt bin ich mal moralisch komplett wertfrei und sage, egal was es jetzt ist, ob ein Verbrechen oder sonst was, die wollen irgendwann im Leben, dass es bekannt wird. Und dieses Verbrechen an Frauke Liebs hält Menschen seit 16 Jahren gefangen. Kann schon sein, dass der Täter irgendwann sagt, das ist doch ein Orden, den ich mir nochmal an die Jacke heften will. Also der Wunsch nach Aufmerksamkeit. Eine narzisstische Gratifikation. Und wieder das Gefühl, die Macht zu haben, nur dieses Mal die Macht über die Wahrheit. Sie sagt, dieser Mensch besitzt ein Wissen, das alle anderen nicht haben. Wo habe ich Frauke festgehalten? In welchem Fahrzeug war sie unterwegs? Wo bin ich lang gefahren? Wann habe ich beschlossen, sie zu töten? Wie habe ich sie getötet? Ich kann all diese Fragen beantworten. Das heißt, dieser unbekannte Täter ist der eigentliche Experte für den Fall Frauke Liebs. Und die meisten Menschen wollen irgendwann auch als Experte befragt werden. So, das war dann dieses Interview und dann kommen wir nochmal zu dem Punkt, was habe ich zu dem Fall noch zu sagen? War Frauke ein Zufallsopfer? Es könnte, muss aber nicht. Gegen 23 Uhr verlässt Frauke den Pub. Um 0:49 Uhr verschickt sie eine SMS. Muss also ihren Akku mittlerweile entweder ausgetauscht oder wieder aufgeladen haben. In einem Haus oder in einer Wohnung sein. Ich gehe mal davon aus, dass sie entweder ein flüchtiger Bekannter mitgenommen hat, der ihr anbot, sie nach Hause zu fahren. Oder sie wurde einfach verschleppt. Eventuell mit Ether oder ähnlichem betäubt. Denn in der Folgezeit schien oder war Frauke ja anscheinend auch betäubt. Also, ich gehe mal nicht davon aus, dass es jemand aus dem nahen Umfeld war. Also, es könnte ein Bekannter sein. Da würde aber nicht passen der Punkt, was die Psychiaterin ja gesagt hat, dass der Täter dies von langer Hand vorbereitet hat.
Es kann natürlich auch sein, dass der Täter es von langer Hand vorbereitet hat und durch Zufall auf Frauke gestoßen ist, die er durch Zufall auch noch flüchtig kannte. Also von daher sollte man einen flüchtigen Bekannten nicht komplett ausschließen. Und ansonsten vielleicht tatsächlich jemand, der das von langer Hand vorgeplant hatte, durch die Gegend gefahren ist und das richtige Opfer gesucht hat. Und dies dann in Frauke fand und sie überwältigte. Aber was war der eigentliche Grund der Entführung und der abschließenden Tötung? Einfach Macht über einen Menschen haben? Sich dies selber beweisen? Oder dies einfach, wie die Psychiaterin es auch beschrieben hat, als ein Spiel sehen und man hat als Spielfigur nicht nur das entführte Opfer, sondern alle drumherum aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis, die Öffentlichkeit, mit denen man auch spielt, indem man Frauke, also das Opfer, mit der Außenwelt kommunizieren lässt. Warum erfolgte die Tötung an Tag X? Hatte er diesen Tag schon vorher auserkoren? Dass er einfach gesagt hat, okay, ich lasse dann eine Woche leben und danach wird sie sterben? Oder hatte es damit zu tun, dass Frauke sich versprochen hatte? Oder hat Frauke sich gar nicht versprochen, sondern wollte nur andeuten, was mit ihr los ist, dass sie wusste, dass es das letzte Mal war, dass sie sich melden konnte. Denn man hatte ja schon das Gefühl, dass sie sich verabschiedet hat. Oder hatte sie doch noch Hoffnung? Warum hat sie dann, wenn sie wusste, dass das Ende naht, nicht Details über den oder die Täter bekannt gegeben? Oder, wie die Psychiaterin sagte, konnte sie dies einfach nicht, weil sie es nicht wusste. Aber vielleicht kam der Tod doch überraschend und sie hatte bis zuletzt Hoffnung. Dann gibt es jetzt ja aktuell diesen Stern-Podcast und auf diesen habe ich mich ansonsten nicht großartig bezogen. Dieser beinhaltet aber sehr viele interessante Informationen, aber jetzt direkt zum Fall geschehen jetzt nicht mehr, so dass ich das jetzt für mich erst einmal ausgeklammert habe. Aber er ist es wert, angehört zu werden und deswegen möchte ich ihn auch nicht stückweise hier in meinem Video, in meinem Podcast verwenden. Hört ihn euch bitte komplett an. Und ich habe natürlich auch mal kurz reingeteasert, mal ein bisschen mir von dem ersten Teil angehört. Und ja, was passiert da? Da höre ich zu einer Situation schon wieder eine ganz andere Darstellung, als sie bei Aktenzeichen XY dargestellt wurde. Ihr erinnert euch, laut der Aktenzeichen XY-Darstellung war es so, dass Christos zur Uni wollte und Fraukes Mutter anruft und fragt, wo Frauke ist. Und Christos dann im Zimmer nachschaut, stellt fest, oh, Frauke ist nicht da. Und dann sagt, ach, kann sie ja gar nicht. Die hat ja gar keinen Schlüssel. Und diese Darstellung hat natürlich bei vielen Leuten Fragen aufgeworfen. Und Christos wurde da auch etwas kritisch beäugt. Aber laut dem Podcast war die Situation ganz anders. Und zwar wurde die Situation von den beiden Beteiligten gesprochen. Und zwar von Isabella, die Freundin, mit der Frauke im Pub war, sitzt am nächsten Tag im Unterricht und fragt sich denn, wo Frauke ist. Die wäre doch extra früh nach Hause gegangen und müsste doch jetzt eigentlich fit sein. Und sie ruft daraufhin dann auf Fraukes Handy an, aber das ist aus. Daraufhin ruft sie dann auf dem Festnetz bei Frauke und Christos an. Christos schläft noch und die Freundin Isabella sagt dann, hi Chris, kann ich mal Frauke sprechen? Tja, und er wusste erst einmal gar nicht, was los ist, denn er hatte gerade geschlafen, war gerade aufgewacht, war noch richtig verschlafen und musste jetzt erst realisieren, dass wohl keiner wusste, wo Frauke war. So, und dann habe ich gestoppt, habe jetzt auch nicht weitergehört. Also mich hat damals die dargestellte Situation bei Aktenzeichen Y auch irgendwie argwöhnisch gemacht, weil ich mir gedacht habe, Moment, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Wenn ich weiß, dass meine Mitbewohnerin, Ex-Freundin jetzt keinen Schlüssel hat und ich wache am nächsten Morgen auf, weil ich eingeschlafen bin in der Nacht und man fragt mich dann, wo meine Mitbewohnerin oder Ex-Freundin ist
Und ich dann sage, ja, Moment, ich gucke mal im Zimmer nach. Und das war ja da auch keine verschlafene Situation, die dargestellt wurde, sondern er war ja hellwach. In der Darstellung hat er gerade seine Tasche gepackt. Also das war mal wieder ganz großer Mist von Aktenzeichen Y. Entschuldigung. So, was gab es denn für Verdächtige in diesem Fall? Also ich habe mich jetzt eben auf 2 beschränkt, und zwar waren natürlich beide aus dem näheren Umfeld. Zum einen wurde natürlich Christos direkt verdächtigt, und zwar hat es damit zu tun, dass eben diese Anrufe und diese SMS nur bei ihm eingegangen sind. Klar macht das stutzig. Ja? Man fragt sich dann natürlich, und das haben auch ansonsten immer wieder ganz, ganz viele Leute in Kommentaren bei anderen Videos gefragt, ja, warum warum hat sie denn nicht mal bei ihrer Mutter angerufen oder bei ihrer Schwester oder wie auch immer? Und ich glaube, das habe ich vorhin schon mal recht deutlich erklärt, weswegen es wahrscheinlich so gewesen ist. Und er wurde dann praktisch dadurch entlastet, dass bei dem letzten Telefonat am 27. Juni, als Frauke anrief und dann durch Zufall die Schwester von Frauke auch dort in der Wohnung war und eben dieses Gespräch auch mitbekommen hat und wohl auch mit Frauke selber gesprochen hat. Ja, und dann gab es noch einen Nils, das war ein Bekannter von Frauke, und der hat wohl eine unbedachte SMS verschickt, und dadurch geriet er in Verdacht, der Täter zu sein. Doch er hatte wohl dann auch ein wasserdichtes Alibi. Diese Informationen habe ich übrigens aus einem Artikel vom Westfalenblatt vom 5. November 2021. Und zwar wird da darüber berichtet, dass die Familie Liebs und das Umfeld wohl nochmal so einen medialen Rundumschlag machen, um halt doch nochmal vielleicht auch den Täter dazu bewegen, sich zu melden. Und zwar hat es da einmal eine Dokumentation dann auf Vox gegeben, im letzten Jahr, im Jahr 2021. Und da wurde dann auch schon dieser Podcast vom Stern für dieses Jahr angesprochen. Und in dieser Dokumentation auf Vox, ich weiß nicht, ob es die noch irgendwo im Internet gibt, dass man sich die anschauen kann. Da habe ich jetzt noch gar nicht nachgeschaut, weil ich in Anführungsstrichen jetzt schon Angst hatte, dass ich dann noch mehr Informationen daraus ziehen kann und das Video noch länger wird. Aber in dieser Fernsehdokumentation geht es dann auch um mögliche Polizeipannen. Zum Beispiel sind nicht alle Daten bestimmter Handyfunkmasten gesichert worden. Und auch eben, dass die Kripo die Anrufe von Frauke Liebs nicht auf Tonband aufgenommen hat. Und eben diese Beweise heute fehlen. Ich meine, vielleicht hätte man, wenn man diese aufgenommen hätte, durch irgendwelche Hintergrundgeräusche, die man vielleicht nochmal verstärken kann, dann irgendwie herausfinden können, wo sie sich dann zum Zeitpunkt der Tat bzw. der Anrufe befunden hat. Und das Polizeipräsidium Bielefeld, das für den Fall zuständig ist, lehnte eine Mitwirkung am Fall ab, so dass diese Kritik natürlich dann unwidersprochen im Raum steht. Also das hatte mich ja auch immer wieder ein bisschen gewundert, weil die Polizei wusste ja nun, dass Frauke sich meldet und dann auf diesem Telefon, also auf einem bestimmten Telefon. Und dort macht man dann doch eine Fangschaltung oder versucht dann diese Gespräche aufzunehmen. So eben alles, was technisch möglich ist. Und ist also dann wirklich auch schon wieder so im Bereich unbegreiflich, dass man da nicht einfach da mal ein bisschen logisch rangeht und einfach sagt, okay, das brauchen wir jetzt. Sie ruft von irgendwoher an. Es wäre ganz interessant zu wissen, woher sie anruft. Ja, gut, dann versuchen wir das doch mal in Erfahrung zu bringen. Also setzen wir die Technik dort doch mal ein. Okay, ich denke mal, dieses Video ist schon mal wieder lang genug geworden, aber ihr hattet euch ja immer einen Fall oder ein Video zu diesem Fall von mir gewünscht. Das habt ihr jetzt. Ich habe da auch mal eine Stellungnahme zu abgegeben, was ich mir jetzt so grob denke. Wie schon gesagt, der Fall ist einfach sehr, sehr groß, sodass man, ich denke mal, das ist so ein idealer Fall, über den man mal in einem Live-Chat diskutieren kann. Das würde, glaube ich, irgendwie mal Sinn machen. Okay, dann war es das jetzt erstmal für heute mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf
und ich freue mich schon auf eure Gedanken zu diesem Video in den Kommentaren. Bis dann und tschüss!